Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Heute mal wieder auf W50 und heute werden wir das schaffen, was wir letzte Folge nicht geschafft haben, und zwar den Klöppel van Helsing hier besiegen, denn ich hatte mir mal seine Prozente ausgerechnet, bei wie viel das so liegt, bis er fällt, so, und da kam raus, dass er bei so 1,5% ist, Gewinnchance. Das heißt, wir sollten den eigentlich schon längst down haben, denn der sollte nicht mehr als 100 Pilze fressen, der hat schon viel mehr gefressen. Ansonsten, falls er sich heute wieder irgendwie querstellt, werden wir die Pilze einfach in die Festung investieren, hatte ich mir vorgenommen gehabt. Wir werden das, was wir angespart haben, hier investieren, um das Arbeiterquartier auf Stufe 15 zu ziehen, um dann im Anschluss dann die Edelsteinmine weiter auszubauen, um halt, wie gesagt, zum Event, wenn halt das Event kommt, der Legendary Dungeon mit den neuen Steinen, dass wir da schön mit einer guten Edelstein-Minenstufe reingehen, und dann werden wir uns komplett legendär sowie legendäre Steine auch equippen, und dann sollten wir einen sehr guten Power Spike bekommen. Momentan sind wir wieder ein bisschen mehr abgeschlagen hier so, ne? Wir sind nicht mehr in den Top 100. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Leute wahrscheinlich mehr in aktuelles Equipment investieren, aktuelle Steine, ne? Und dadurch einen temporären Vorteil erlangen. Ich aber mehr so die Steine in die Festung hier investiere, um dann halt nachher dann einen vielleicht etwas größeren Vorteil durch die besseren Edelsteine rausschlagen zu können, ne? Und wir werden aber jetzt auch erstmal ein paar Pilze in die Dungeons investieren, um einen kleinen Vorteil erstmal wieder zurückzuerlangen. Und zwar nämlich den Level-Nachteil, den wir jetzt auch vielleicht hier und da bekommen haben, dadurch, dass sich Leute besseres Equipment und sowas beschafft haben, eine bessere Waffe etc. pp. Was bei mir auch wirklich langsam an der Zeit ist, so mit noch 5% Qualitätsruhen drauf, da kriegen wir schon eine echt sehr gute Waffe. Allerdings möchte ich halt keine normale Waffe haben, so, ne, sondern schon ganz gerne eine Epic-Waffe, aber eine Epic-Waffe zu finden, die 3-Stat ist und eine gute Spanne hat, das ist halt außerhalb vom Epic-Event halt so gut wie unmöglich, ne? Und deswegen war das knapp gewesen, was ist das, 300.000 oder was? Deswegen müssen wir uns jetzt noch, ob wir wollen oder nicht, noch ein bisschen gedulden, bis wir halt zum Legendary Dungeon kommen und dann halt vielleicht auch gleich eine legendäre Waffe bekommen und uns nicht nochmal eine epische ausrüsten bis dahin. Ne? Aber mal schauen. Ja, wir sind in der Unterwelt hier auch gerade dabei. Ich will hier Herzstufe 13 jetzt ziehen. Ich spare mir jetzt die Seelen und dann auch gleich den Gladi hochziehen, denn, ne? Mal schauen, vielleicht ziehe ich auch als erstes den Seelenextraktor hoch, weil für das Seelen-Event ist es natürlich auch ganz nice, da dementsprechend das Ressourcengebäude hochgezogen zu haben. Und aber wir gucken erstmal hier zum Klöppel, ne? Wie gesagt, der sollte nicht viel mehr als 100 Pilze fressen. 100 Pilze ist er mir aber auch wert, so dass er dann liegt. Ich meine, das sind nochmal 300 Millionen Erfahrung. Das ist nochmal einiges an XP, ne? Und dann brauchen wir nur noch 1-2 Wirbelwind-Etagen. Und da liegt er auch schon. Und dann sind wir auch schon fast Stufe 329. So, wir haben hier eine neue Kundschafterwaffe. Die Spanne ist absolut bad. Schade. Ich glaube, meine Kunigunde könnte eine neue gute Waffe vertragen. Ja, aber das ist halt, Also die Spanne ist halt wirklich die ist nicht gut. Trotzdem werde ich die ausrüsten, weil die halt deutlich mehr Durchschnittsschaden hat. Also die macht mehr Schaden als die jetzige Waffe von Kunigunde. Deswegen Edelsteinsockel. Auch wenn die Spanne nicht gut ist sie trotzdem besser als die jetzige Waffe, die Kunigunde hatte. Ne? Oder die Kunigunde davor hatte. Aber was das Wichtigste ist, wir haben jetzt erstmal den Gegner hier down. So, der nächste ist der Kommandeur. Das könnte wieder eine Zeit lang dauern, bis der liegt. Ne? Der ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger oder deutlich schwieriger als der Gegner davor. Der erste Try sah schon gar nicht so verkehrt aus, muss ich sagen. Aber, möchte ich auch nicht zu viel Pilze reinstecken, so. Ne? Als nächstes würde, glaube ich, was in der Lichtwelt liegen. Ich glaube, der Cerberus hier mit einer Chance von unter 1%. Also der sollte deutlich schwieriger sein als der Gegner, den wir jetzt in der Schattenwelt hatten. Ne?
alleine von der Prozentanzahl her, aber da sind auch Tries dabei, die sehen gar nicht so verkehrt aus. So, ne? Also den könnte man auch probieren, der sieht teilweise nicht schlecht aus. Wir haben auch noch das Dämonenportal offen, aber das werden wir heute nicht geklärt bekommen, deswegen brauchen wir das ja gar nicht versuchen, bevor wir hier in die Dungeons reingehen, in der Hoffnung nochmal 1% mehr irgendwie abzugrasen oder so. Da gehe ich lieber mit einem höheren Level in das Dämonenportal rein. So, mal schauen, ob wir hier noch vielleicht ein Level zusammengehascht bekommen hier durch das, ja, durch den Wirbelwind. Mal gucken, jetzt haben wir vielleicht hier einen Blocker besiegt, ja. Jetzt haben wir noch einen besiegt und vielleicht kriegen wir noch einen Down hier. Ja, und kriegen vielleicht nochmal 329. Jawohl, sehr gut. Haben wir das Ziel doch schon mal für die heutige Folge erreicht hier. Level up gegönnt, 329, sehr nice. Sind bei Etage 390. Mal schauen, wie sehen die Gegner danach aus. Ja, auch machbar. Aber jetzt nicht weiter worth, da jetzt großartig Tries rein zu pilzen. So, jetzt gucken wir mal, haben wir ein paar wertvolle Gegenstände hier. Ja, sind viele dabei, die geben halt nicht so viel Gold, aber hier sind auch teilweise so die Handschuhe, das würde sich schon lohnen auf jeden Fall, ne? So, skillen wir erstmal, bewahren wir uns das erstmal noch auf und jetzt gehen wir mal mit Stufe 329 jetzt hier ins Dämonenportal rein. Haben alles equipped und schauen mal, wie viel Schaden wir dort heute anrichten können. Ist ein Intelligenzgegner, ne? Also wenn der crittet, ist vorbei. Wenn wir critten sollten, ja, ziehen wir ein bisschen was ab. Ja, das sind gute Prozente auf jeden Fall. Ja, besiegt kriegen wir ihn nicht. Halten wir noch einen aus? Nee, der crittet uns weg. Aber wir haben gut Damage gemacht. Morgen wahrscheinlich müssen wir auch noch mal ran und dann übermorgen haben wir ihn dann down. Jetzt wird es langsam schon haarig hier im Dämonenportal. Das sieht jetzt gar nicht ja, so gut aus teilweise. Und ja, als nächstes machen wir mit den Pilzen, die uns jetzt noch zur Verfügung stehen, uns Folgendes. Und zwar skippen wir das Arbeiterquartier hoch auf Stufe 15. Und das ist dann damit mein allererstes gemaxtes Gebäude in der Festung. Ja, das ist das allererste, was wir hier auf das Maximum gebracht haben. Und danach wird sich erstmal weiter der Edelsteinmine gewidmet. So, deswegen Arbeiterquartier, Sofortausbau. Boom. Stufe 15. Tut mir immer noch auch ein bisschen weh, das Ganze hier mitzusehen, dass das einfach so, ja, dass hier einfach so viele Pilze investiert werden, um zu skippen. Aber auf der anderen Seite ist es halt irgendwie cool, dass ich es halt machen kann, so, und deswegen, ja, freut mich das natürlich auch. So, wir könnten jetzt auch die Festung weiter ausbauen, kann man auch machen, so, bringt uns jetzt aber zum momentanen Zeitpunkt jetzt nicht so viel und der Gilde jetzt auch nicht so sehr viel, klar, ein Ritterhallenpunkt so, ne, hin und her, aber es ist erstmal wichtig gewesen, die Festung auf 15 zu haben für die schwarzen Steine und kriegen auch noch direkt einen schwarzen Stein mit dazu, nice, und jetzt bauen wir die Edelsteinmine weiter aus, können noch ein bisschen Ressourcen dadurch abholen hier. Genau, und dann werden wir mal schauen, wie hoch wir das Teil kriegen, bis zum besagten legendären Dungeon. Bin ich mal sehr gespannt. Es wäre auch vielleicht schlau, noch die Schatzkammer weiter auszubauen, damit man sich ein paar mehr Sachen aufheben kann vielleicht so, ne? Aber ich glaube, da lege ich dann doch mehr Wert auf ja, die besseren Leggy-Steine. So, meine Kunigunde ist auch komplett Black Gem-mäßig ausgerüstet. Das heißt, wir können jetzt eventuell, ja, wir fangen mal an, den Marquardt hier auszurüsten mit schwarzen Stein. So, setzen wir den mal da rein. Und dann ist der nächste, der hier Black Gem, ja, mit Black Gems rumläuft, zu allerletzt ein Bertram. Und dann, ja, ich bin ja schon Black Gem, wir sind bald denn Orange Gem mäßig ausgerüstet hier. Gut, schauen wir noch zur Hydra rein. Jetzt haben wir noch schauen wir noch zum Dämonenportal rein. Mal schauen, wie viel Damage haben wir gemacht. 19k, ja, das ist ganz in Ordnung. Ja, und dann werden wir mal schauen, wie es die Tage weitergeht. Ordentlich, wieder also sehr viele Pilze investiert hier, ne? Aber für mich ist immer die Frage, wo investiere ich meine Pilze jetzt rein, die ich bekomme? Investiere ich die in Dungeons oder investiere ich die in Festungen und Unterwelt skippen? Und da macht es für mich momentan mehr Sinn, eher die Gebäude hier voranzutreiben, als hier sinnlos viele Pilze in den Dungeons zu lassen, um halt temporären Vorteil zu haben, levelmäßig so, ne? Und ja, mal schauen. Es bleibt auf jeden Fall spannend,
Wir sind Stufe 329. Das war es soweit für das Video. Und falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.